Auch heute wieder live und in Farbe aus meinem Studio in München. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wunderbar, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und es geht um das Thema Lumen Technologies. Ist Lumen Technologies tatsächlich pleite? Ist Lumen Technologies vielleicht noch ein Turnaround-Kandidat? Es gab einen sehr spannenden, guten, analysierten Artikel auf seekingalpha.com und den 3 Hauptpunkte, die da im Video, die dort genannt werden. Und ich bin gespannt. Folgt mir einfach auf. Kommt einfach mit und da gehen wir jetzt direkt rein. Es geht auch schon los. Dieser spannende Artikel auf Seeking Alpha hat es tatsächlich auf den Punkt gebracht und die wichtigsten Punkte fasse ich euch jetzt im Video zusammen. Kommt einfach mit und es geht auch schon los. Hallo und herzlich willkommen. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Freut mich sehr. Und es geht auch schon los. Es gab nämlich am 5. Juni einen Investorentag und das hat hier der Analyst Milkweed, der sich also für die Aktie Lumen Technologies auch interessiert und schon mal verschiedene Analysen gemacht hat, in einem sehr detaillierten, aber auch fundamental mit Fakten hinterlegten Artikel beschrieben und das ist natürlich super und wunderbar, dass wir uns das jetzt auch anschauen können. Ich habe eben versucht, die wichtigsten Punkte raus zu extrahieren und der Artikel heißt also von Milkweed, Lumen Revisited and Still Likely Not Going Bankrupt. Also ist ja genau das Thema, nämlich dass einige auch hier auf YouTube bemeinen oder denken, dass Lumen Technologies ab sofort schon pleite ist und wir wissen das nicht genau. Natürlich ist es immer möglich, dass Lumen Technologies noch ein Pleite-Kandidat sein wird in der Zukunft. Aber für dieses Jahr 2023 und 2024 könnte es eben, wenn bestimmte Punkte, Faktoren eintreten, auch dazu führen, dass der Geschäftsbetrieb weitergeführt werden kann. So, er hat hier als Anlass genommen, der Analyst, die Q3 22 Zahlen, die ja sehr schlecht waren und hier nochmal also Umsatzwachstum zurückgegangen ist bei der Lumen Technologies und hat also schon auch im Dezember letztes Jahr eine Prognose abgegeben, einen Artikel darüber geschrieben, dass es da gar nicht so schlecht aussieht bei Lumen Technologies und im Grunde die Aktie nicht richtig bewertet ist. Ich habe die wichtigsten Punkte rausgezogen und die können wir uns jetzt gerne nochmal hier im Detail anschauen. Also es wurde von Lumen Technologies selbst ein Bericht herausgegeben, der sagt, ich mache das nochmal größer. Lumen Technologies hat hier also eine Prognose für das Jahr 2022 in dem Quartalsbericht 4 herausgegeben letztes Jahr. Wir schauen uns einfach mal die Zahlen und die Fakten genau an, warum Lumen Technologies noch genug Geld hat und ich erkläre euch das jetzt gleich im Detail. Also die Veröffentlichung des Q4-Berichtes 2022 hatte natürlich zu bestimmten Äußerungen, die in dieser Prognose für einen neuen massiven Abkauf geführt. Das Ziel ist es jetzt für 2023, das steht auch in den aktuellen Prognosen, ein EBITDA bereinigtes Ergebnis nach Abschreibungen von 4,6 bis 8 Milliarden US-Dollar und einen Verschuldungsgrad von 4 bis 4,2-fach der Verschuldung zu erzielen für Lumen Technologies. Das ist eines der Hauptziele. Der sogenannte Chief Financial Officer Chris Sainsbury hat im Q3 erklärt, dass man also den Faktor 4 hier, sagt er, verteidigen würde. Und dazu muss man fairerweise sagen, dass Chris im 3. Quartal eine Stabilisierung des Umsatzes in 3 Jahren prognostiziert hat, während die eine Prognose, die dann der Veröffentlichung war, bis für Ende 2024, also 2 Jahre vorsah. Und dazu hat er erklärt, dass diese Prognose nur auf den aktuellen Produkten und Dienstleistungen basiert und nur auf den Dingen, die sich in ihrem Blickfeld befinden und kein Wachstum beinhaltet. Also was meint er damit? Also das ist so ein bisschen aus dem Investorentag am 5. Juni herausgefiltert aus seiner Präsentation. Er sagt damit einfach, dass es letztendlich noch neue Produkte und neue Dienstleistungen von Lumen Technologies geben wird auf dem Markt und deswegen ist das alles noch nicht wirklich im Blickfeld und es werden noch Dinge in der Pipeline kommen, die dann auch einen Anschub der Bereiche mit Wachstum verursachen können. Fakten und Argumente. Wachsen, Pflegen, Ernten und Nurture und Harvest stehen für Geschäfte, die sich in einem kontrollierten Rückgang befinden. Also wenn man in die Unternehmenspräsentation schaut, gibt es da eine Grafik und Fakt ist, das Wachstum ging im Q3 22 weiter zurück und dass die Prognosen für den Verschuldungsgrad verfehlt wurden, also diese 4,0 war eben nicht zu halten und der Verschuldungsgrad liegt etwas höher als da geplant. Die Kritiker und skeptischen Analysten sagen, ja,
Also anscheinend hat man hier keinen ROI, Return of Investment, bekommen für diese Ausgaben von 15 Milliarden US-Dollar von 2018 bis 2022 und das soll also, die Kritiker meinen damit, das war eben verschwendetes Geld, was nicht adäquat zum Wachstum beigetragen hat, könnte auch ein kritischer Punkt sein für die Zukunft, weil es ist nämlich so, der Investorentag, dort ging es dann in der Diskussion darum, dass also von dem Jahr 2023 und 2027 weitere 12 Milliarden US-Dollar an Investitionen, Ausgaben anfallen werden und die müssen natürlich einen höheren Return of Investment, einen höheren ROI, also qualitativ hochwertiger dann sein, damit eben ein Umsatzwachstum wieder stattfinden kann und dann eben auch ein Cashflow und ein Gewinn sich erhöht dadurch. Also die Prognose für 2027 sieht vor, dass 2,9 bis 3,7 Milliarden an Investitionen ausgegeben werden, aber die jüngste Debatte konzentriert sich jetzt auf die Annahme, dass der niedrige Free Cashflow, der CFC, auf einen geringeren Return of Investment bei ca. 12 Milliarden Investitionen darauf hindeutet und daher muss man jeden Wert der Wachstumsinvestition abziehen und das Unternehmen nur auf Basis des Free Cashflows bewerten. Also der Milkweed Analyst, der sagt, man muss also diese Wachstumsinvestitionen subtrahieren. Vielleicht ist das euch ja bewusst und bekannt und ihr habt es auch in euren Berechnungen, in eurer Investitionsthese mit dabei und nur diesen wirklichen frei verfügbaren Cashbestand sollte man einfach verwenden für eine Kursbewertung. Jetzt gehen wir mal in die Rechnung. Der Milkweed bringt sehr viele Zahlen. Ich habe versucht, die jetzt kurz zusammenzufassen, sonst wird es einfach zu komplex. Ich sage mal, der Free Cashflow, das ist ja eine wichtige Kennzahl, also das frei verfügbare Geld für das Unternehmen, was in das Unternehmen fließt. Das schätzt man auf 2,7 bis 3,7 Milliarden US-Dollar und das ist der Wert, der für die Aktionäre dann auch zur Verfügung für Ausschüttungen stehen würde, wenn es wirklich einen ausreichend Return of Investment erzeugt durch diese Investitionen, die da Lumen Technologies plant und tätigen will. In dem Zeitraum 2023 bis 2027 sind es ja 12 Milliarden. So, die Zahlen sind nach Steuern und Zinszahlungen zu lesen hier und so kann man also die Kosten für Schulden mit einbeziehen. Oder so erhält man, sodass man die Kosten für Schulden erhält. Gibt man ein reguliertes Versorgungsmultiple von 10, erhält man einen Wert von 27 Milliarden. Also wenn man diesen Faktor 10 dann eben hinzunimmt, 27 Milliarden bis 37 Milliarden US-Dollar, also hier aus diesem Free Cashflow, den man generieren möchte. Und mit diesem moderaten Multiplikationsfaktor, Wachstumsfaktor von 15, sprechen wir dann von 40 bis 55 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der Milkweed multipliziert das jetzt mit Faktor 10 und 15 und kommt dann auf diese zwei Werte in seiner Berechnung. Wenn man jetzt von einer Milliarde ausstehenden Aktien, die also frei verfügbar sind auf dem Börsenparkett oder auf dem Markt handelbar, dann kommt man auf einen Aktienpreis von 37 bis dann kommt man auf einen Aktienpreis, und jetzt von 27 bis 37 US-Dollar. Bei einem 10-fachen und bei einem 15-fachen kommt man sogar auf 40 bis 50 US-Dollar. Dieser Wert ist ein Wert, den er prognostiziert oder vielleicht erwartet. Also die Aktie liegt natürlich derzeit bei 2 Dollar, sogar ein bisschen drunter. Aktuell ist sie wieder abgestürzt und trotzdem ist aktuell Musik in dem Aktienkurs. Er geht bei guter makroökonomischer Lage, springt er über die 2 Dollar und ich kann mir echt vorstellen, dass er nochmal weiter nach oben geht auf 3, 4, 5, 6 Dollar vielleicht, je nachdem. Also das wäre so ein Kurswert, der auf Basis des kalkulierten potenziellen Cashflows in der Zukunft nächstes Jahr berechnet werden könnte. Ja, das ist alles natürlich Hypothese und ich bin kein Anlageberater, ich gebe hier auch nur meine Meinung wieder und ich sage jetzt nicht, der Aktienkurs steigt auf 30 Dollar, aber ich denke, wir sind aktuell tatsächlich unterbewertet, sodass man jetzt, wenn man die Argumente sieht, und Hinweise, dass Lumen Technologies nicht pleite ist, könnten wir auch wieder dorthin kommen. Zur Analyse, Ziel. Also Ziel ist es natürlich, der CFO Chris Stansbury ist jetzt seit einem Jahr im Amt und er hat also die Absicht, die Äußerung bestand darin, dass das Unternehmen durch den Verkauf von Geschäftsbereichen mit hohen Rückgängen, die auch ein höheres EBITDA, also verbleibende Bereiche aufweisen, auf Wachstum umzustellen. Das ist so das allgemeine Ziel. Man will natürlich weiterhin wachsen, ist klar, sonst ist tatsächlich irgendwann die Pleite da.
Die Analyse. Jetzt habe ich hier so 4, 5, 6 Punkte. 6 Punkte habe ich hier herausgezogen für eine kurze Analyse mit nochmal ein paar Zahlen. Ich hoffe, ihr könnt ja hier gut folgen. Ansonsten müsst ihr nochmal Video stoppen und entsprechend zurückspulen. Also in der Prognose für 2023 sind also Zinszahlungen von 1 bis 1,2 Milliarden US-Dollar notwendig und einkalkuliert. Das CapEx, die Investitionen, sind bei 2,9 Milliarden bis 3,1 Milliarden US-Dollar enthalten. Die Prognosen entsprechend dem absoluten Wert der letzten 5 Jahre stellen aber einen erheblichen Anstieg dar, wenn man die Veräußerung mit einbezieht. Also das heißt, die Investitionen steigen sogar im Verhältnis. Dann hat man 2023 erklärt, dass 0,5 Milliarden der Investition für Instandhaltung und der Rest wird also für Wachstum bestimmt. So ist diese Aufteilung. Die Maßnahmen und Hinweise gegen eine Bankrotterklärung sprechen. Die Investitionen für Schuldentilgung gegen Inflation und hohe Zinsen, das sind Maßnahmen, die hier dahinter stehen. Also man könnte kurzfristig diese Wachstumsinvestitionen, die wir hier oben sehen, von 1,2 Milliarden US-Dollar, dann für Zahlung von Zinsen verwenden, und die 2,5 Milliarden Wachstumsinvestitionen könnten umgeleitet werden jeweils. Also hat man ca. 3,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um 1,2 Milliarden Zinsen zu zahlen. Jetzt kommt es. Also die Zinsen, die 1,2 Milliarden betragen, sind um ein Dreifaches gedeckt durch diese Investitionen, wenn man im Falle des Falles das machen müsste, um quasi die höheren Zinsen zu vermeiden und zu entgehen. Das wurde von Chris Stansbury auf dem Investorentag tatsächlich so auch angesprochen. Nächster Hinweis, der gegen eine Bankrott-Pleiteerklärung spricht. Hinweis Nummer 2. Es gibt kein Anzeichen in den letzten Geschäftsberichten und Erklärungen für ein Chapter 10K. 10K ist also ein Hinweis darauf, den du geben musst, wenn dein Unternehmen eigentlich pleite ist. Warum willst du es weiter fortführen? Und das müsstest du in dieser 10K-Erklärung dann tatsächlich tun. Es gibt also keinen Hinweis momentan auf eine 10K-Erklärung von Lumen Technologies. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Die Exploration der organischen Rückgänge, also die Erklärung von 23 auf 24. Das heißt, die Prognose für eine Umsatzstabilisierung ab 2024 setzt fast per Definition eine wesentliche Verbesserung im Jahr 24 gegenüber 23 voraus und im gesamten Jahr voraus. Wenn die Umsätze sich bis 2024 stabilisieren, gibt es also keine kurzfristigen Bedenken, dass Lumen in Konkurs gehen wird. Das ist dritter Punkt. Also dritter Punkt sind die organischen Rückgänge, sind quasi verzögert. Die Investitionen, die man jetzt sozusagen macht und für 23 und 24 bis 27 dann plant, ist also verzögert, haben einen nachgelagerten Wachstumsschub in sich. Das heißt, vorausgesetzt, es sind gute Investitionen und hochwertig, heißt es natürlich, dass der ROI, der Return of Investment, stimmen muss, und es gibt aber einen Zeitversatz. Deswegen werden wir hier auch wieder Wachstum mit aufholen und mehr reinbekommen. Das ist die Aussage des Artikels, dieses Punktes. Punkt Nummer 4. Anteil des Wachstumsbereichs im Gesamtgeschäft ist auf 41% prognostiziert gegenüber 28% in Q3 22. Das bedeutet also, es gibt sogar eine höhere Prognose jetzt, heißt jetzt nicht, dass das auch eintreten wird. Der Punkt Nummer 4 sagt, der Geschäftsbericht, das gesamte Geschäft für 2023 wird auf 41% prognostiziert, und damit haben wir auch schon wieder ein höheres Wachstum in der Pipeline, das dann hoffentlich auch eintreffen wird. So, jetzt kommen wir nochmal zum Fazit zu unseren Punkten, die ich oben genannt hatte. Also Kritik. Die Kritik ist da, dass diese 12 Milliarden an Investitionen nicht zu einem qualitativ hochwertigen ROI führen können. Das ist tatsächlich so. Der Punkt, den muss man weiterhin beachten und verfolgen. Da wäre die Gefahr der Stagnation natürlich vorhanden. In Bezug dann auf diesen Kritikpunkt sagt der CFO Chris Stansbury, dass die Umsatzstabilisierung mit den aktuellen Dienstleistungen und Produkten noch gar nicht wirklich für 2024 berechnet wurde und beinhaltet. Was interessant ist, ich bin gespannt, was da für neue Produkte, Dienstleistungen dann kommen werden. Das müsste man sich eben auch nochmal anschauen. Das Hauptrisiko ist allerdings, dass für Lumen darin besteht, dass die Schuldenmärkte, also der Markt, Recht behält und sie also diese Refinanzierung der Schulden 2027, die da massiv anstehen, nicht schaffen werden. Dann folgt das ein Punkt auf den anderen und wir würden in eine Pleite hineinrutschen. Das ist
tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und jetzt ist aber die Chance da, dass der Umsatzrückgang durch Wachstum ausgeglichen wird in den anderen Geschäftsbereichen mit neuen Produkten und dass man dadurch auch diese Schuldenmauer, sogenannte Schuldenmauer 2027, doch knacken kann und hier durchbricht. Und somit ist also ein Fortbestehen des Unternehmens Lumen Technologies weiterhin garantiert, zumindest für eine gewisse Zeit. Ich habe hier diesen Link unten von dem Artikel euch mit dazu in die Videobeschreibung gepackt. Klickt einfach mal drauf, lest ihn euch durch, kommt ihr auf die gleiche Interpretation, die gleichen Punkte. Welche kritischen Argumente habt ihr denn noch? Fakten seht ihr, die ihr für eine Pleite, für Lumen Technologies anführen wollt? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Das war's schon in aller Kürze. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's auch schon. Ich hoffe, ihr seid jetzt etwas schlauer und hilft euch bei eurer Entscheidung für doch das Investment Lumen Technologies, was ja eine rasante Abfahrt nach unten gemacht hat die letzten Wochen und Monate, insbesondere 2022 in diesem Jahr. Meinung dazu in die Kommentare und bleibt investiert. Bis dann. Danke euch. Ciao, ciao.